Fuschratgeber präsentiert die MZ-Tour. Kapitel 2 – Richtung Norden. Mittlerweile ist es Samstag und es zieht uns wieder zurück auf die Straße. Wir durften hier wieder sehr nette Menschen kennenlernen. Besondere Grüße gehen an Norbert und Pepe. Während unserem Aufenthalt in Polen haben wir unsere Essensvorräte und unseren Reservekanister aufgefüllt. Schließlich sind wir alle keine Millionäre und so günstig wie hier sind die Lebensmittel in Skandinavien nicht ansatzweise. Das war auch das letzte Mal, dass wir auf einem Campingplatz geschlafen haben. Ab jetzt stellen wir unser Zelt in der Natur auf. Natürlich haben wir uns darauf vorbereitet. Wir kochen über offenem Feuer, filtern unser Trinkwasser und laden unsere Handys, Kamera, Drohne und Kopfhörer an unserer solargeladenen Powerstation. Junge, ich hab's dir eben angemacht und du machst es wieder aus. Bis auf Startprobleme verläuft dieser Tag quasi reibungslos und wir erreichen Litauen ohne Zwischenfälle. Also wir sind jetzt so ungefähr 20 Kilometer in Litauen drin und ja, ich weiß nicht, ob man es richtig sieht im Video, sind wir exakt 5 Meter oder, na, das war Quatsch, aber so 20 Meter neben der russischen Grenze lang gefahren auf entspannt. Jetzt werden wir hier ein kurzes Päuschen machen, was essen, ein bisschen was trinken. Genau, ist das jetzt der Plan und dann fahren wir weiter. Und mal sehen, vielleicht kommen wir heute auch noch bis nach Lettland. Litauen besteht gefühlt nur aus Feldern und alten landwirtschaftlichen Maschinen. Aber auch trotz schlechter Straßenverhältnisse kommen wir sehr gut voran. Also wir sind wieder an der Tankstelle. Wir sind gerade gefühlt einfach 50 Kilometer einfach nur gerade auf so einer Straße gefahren. Und die Straße geht auch noch 37 Kilometer so weiter. Und wir sind jetzt auch schon wieder knapp 100 Kilometer vor der nächsten Grenze, vor Lettland. Also das sollten wir heute locker noch schaffen. Ja, und dann mal sehen, wo wir dann in Lettland ein vernünftiges Plätzchen zum Schlafen kriegen. Gut, wir sind ja mittlerweile auch in einer anderen Zeitzone. Deswegen
fahren wir wahrscheinlich eine Stunde länger als sonst. Also für uns fühlt es sich nicht so an, aber halt von der Zeit her. Ja, und da werden wir sehen, wo es uns hin verschlägt nach Lettland. Wir sind mittlerweile eine Woche auf Achse. Durch unseren Unfall haben wir unser Ziel von 1300 Kilometer pro Woche nicht halten können. Deshalb wollen wir bis Montag in Tallinn sein, um unseren Zeitplan wieder einzuholen. Wir erreichen Lettland im Dunkeln und nach einigen Navigationsschwierigkeiten auch unseren Schlafplatz. Also, sagen wir mal so, wir sind unnötigerweise 5 Kilometer weg, nicht mal, noch mehr, 10 Kilometer weit weggefahren von unserer Route. Junge, wir sind, Alter. Wir sind originale. Wir sind ich habe 4 Lieder angehört. Digga, das sind 15 Minuten und du bist volle Kanone durchgeeiert über diesen scheiß Feldweg. Junge, wir sind irgendwo, nirgendwo, wirklich. Gut, immerhin haben wir jetzt einen Schlafplatz gefunden, ne? Naja. Gut. Das Zelt ist zumindest schon aufgebaut. Scheiß drauf, Digga. Ich will jetzt einfach nur pennen, Digga. Und einfach nur pennen. Ja, also. Wie man hier an dem Reifen sieht, hat er so gut wie kein Profil mehr. Nur noch außen. Und da das halt das Hinterrad war, beziehungsweise ist, werden wir das jetzt tauschen mit dem Seitenradwagen, da das Ding ja hier noch gut Profil hat und halt auch die Aufnahme hat hier für ja, das Kettenrad. Auf jeden Fall, ja, das Problem ist, das Vorderrad hat das nämlich nicht, hier auf der Seite. Deswegen müssen wir jetzt das Seitenradwagen nehmen und wenn dann der Verschleiß immer noch so hoch ist, was vermutlich daran liegt, dass erstens der schöne 8 in dem Rad ist. Ich hoffe mal, dass der größte Teil von der 8 kommt und deshalb der Reifen jetzt hier ein bisschen länger durchhalten wird. Weil, ja, wäre jetzt doof, wenn jedes Profil nur 1400 Kilometer durchhält, so wie der hier. Und beim Hinterrad sind wieder 7 Speichen oder so weggebrochen. Ja, die versucht Noah jetzt hier sehr professionell ja, umzubiegen hinten, damit wir die einfach wieder einsetzen können. Und die mehr oder weniger wieder ihre Funktion als Speiche aufnehmen können. Wir versuchen uns jetzt hier Mittag zu machen und da das Feuer nicht vernünftig angeht, müssen wir da wohl ein bisschen nachhelfen. Es ist immer noch eine kleine 8 drinne, aber das schleift jetzt nur noch ganz leicht da an der Schwinge und nicht mehr so doll wie vorher, weil vorher, ja, hätte man so nicht fahren können, aber so ist es schon in Ordnung. Das heißt, wir machen uns jetzt Mittag und dann ja, werden wir uns vermutlich auf die Weiterreise begeben. So, also wir sind mal wieder an der Tankstelle. Irgendwo 15 oder 20 Kilometer hinter Riga. Nach den morgendlichen Reparaturen kommen wir problemlos voran und so erreichen wir Estland in der Abenddämmerung. Und da wir heute das erste Mal auf unserer Tour die Ostsee zu Gesicht bekommen haben, entschließen wir uns, am Meer zu schlafen.
sieht, dass er nicht wegläuft. Ein Fuchs. Kommt, komm. Das ist ein Jungtier. Ja, deswegen kommt er auch näher, was eigentlich nicht so gut ist. Ja. Für ihn, weil dann kann ich austesten, wie weit man die treten kann. Na komm. Wenn du dir in die Hand beißt und eine Tollwut bekommst, dann lache ich. Das wäre schon mies belastend. Ich hol schon mal mein Jagdmesser raus. Die Viecher werden halt sowas von unserem Fell heute Nacht stehen, Alter. Ja, da hab ich eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Obwohl, so ein Ding im Schlafsack, Digga, die halten bestimmt gut warm. Oder so als Kopfkissen? Ich weiß nicht. Also Lendenkissen. Noah, es sind ja 2 Füchse. Wollen wir einen Fuchs Weittreten machen? So einen Wettbewerb? Ja, wir haben jetzt hier irgendwo in Estland 150 Kilometer vor Tallinn irgendwo am Meer unser Zelt aufgebaut. An diesem Morgen wachen wir an einem wunderschönen Strand auf. Bei so einer Reise sind es oft die kleinen Dinge, die Kraft schenken und weiter motivieren. Genauso wie dieser Ausblick. Die Landschaft in Estland ist wunderschön und die Straßen in sehr gutem Zustand. Und so macht die Fahrt auch wegen mangelnder Zwischenfälle verdammt viel Spaß. Ja. Ja. Da werden wir schauen, wo wir uns jetzt mal ein Fernticket erholen. Nach anfänglichen Orientierungsproblemen schaffen wir es zum richtigen Terminal. Und wir haben noch genug Zeit, um uns mit einigen Problemen zu beschäftigen, welche wir seit Anfang der Tour vor uns hergeschoben haben. Hochtourig bekommt die ETZ zu wenig Sprit. Nach einer Überprüfung des Benzinhahns fällt uns auf, dass der Fehler das abgeknickte Verbindungsstück von Benzinhahn und Benzinschlauch ist. Der Fehler ist schnell behoben. Geil, Digga. So, und jetzt dürfen wir unsere Motorräder selber festmachen. Ja, das reicht. Alter, ja, also, bis du das umwirfst, das Schiff umwirft. So, jetzt müssen wir das Wrack noch festmachen. Ist das fest? Also das kann sich halt so bewegen, aber das ist ja noch egal. Ja, eigentlich schon, aber die sind halt. Ja, sieht gut aus. Also, wenn ich jetzt so von hier betrachte, sieht das Rad irgendwie schräg aus. Aber es passt schon. Ist hier drauf. Willkommen. Fuß aufgegangen sind über das Fußgängerboarding-Gate. Stimmt, das kann also. Also, wir sind wieder in der Fähre, jetzt am Abladen. Nehmen wir jetzt noch so einen Spanngurt mit? Nee, ne? Nee. Schade. Ja. Und werden jetzt gleich ganz gemütlich aus der Fähre rausdriven. Profi! Wir erreichen gegen 1 Uhr morgens Helsinki. Und zur Feier, dass wir Finnland erreicht haben, springt die ETZ erstmal nicht an. Wir entscheiden, dass wir noch aus Helsinki rausfahren wollen.
Auf der Suche nach einem geeigneten Schlafplatz holt uns gegen 3 Uhr morgens ein lauter Knall zurück in die Realität. Ja, also eigentlich wollten wir jetzt nochmal 5 Kilometer fahren, wie wir uns eben rausgestellt haben, aber auf dem Weg dahin hat es einen mächtigen Hieb getan. Ja, und uns ist hinten der Reifen geplatzt. Gut, was will man machen? Das heißt, wir pennen jetzt hier einfach irgendwo direkt neben der Straße in so einer Einfahrt, bauen wir jetzt das Zelt auf und werden pennen und morgen das Problem beheben. Ja, also wie man sieht, ist gestern Abend ja nicht nur der Schlauch kaputt gegangen ein bisschen, sondern es hat dem Mantel auch endgültig den Rest gegeben. Und das Problem ist, wir haben keinen Ersatzmantel dabei. Und zwar haben wir uns beschlossen, sich dem Motorradproblem zu widmen. Also doch auch. Also wir haben schon mal einen Ersatzteilhändler in der Nähe gesucht. Der ist 11 Kilometer entfernt, also theoretisch wäre das ein entspanntes Joggingründchen. Wir haben ja heute Morgen berichtet von diesem wunderschönen Rad, was dieses wunderschöne Loch hier hat. Irgendwo, ja hier. Und ich habe mich auf den Weg gemacht, 20 Kilometer da runter und habe erst einen Laden aufgesucht, der nicht mehr existiert. Und dann habe ich so einen Jungen getroffen, der ein Motorradfelge unterm Arm hatte, so von so einem normalen Bike so. Ich so, jo, wo hast du das her? Er so, ja, da und da. Ich so, kannst du mir ins Navi eintippen? Er hat es mir ins Navi eingetippt. Ich bin da hingefahren, war ein Reifenservice. Die meinten so, ja, die beziehen nur. Aber fahr mal zu dem Motorradladen da. Bin ich zum Motorradladen gefahren. Und ja, die hatten jetzt so keinen Reifen neu in der Größe, weil das halt eine A-seltene Drecksgröße ist. So. Meinte er aber so, warte mal. Ist in die Werkstatt gegangen. Und die haben halt da so eine riesige Werkstatt gehabt, wo die halt so 10 Motorräder auf einmal gefühlt überholt haben. Und dann haben wir ein bisschen den Altbestand von abgezogenen Reifen durchsucht. Und jetzt haben wir dieses monströse Ding. Und jetzt werden wir testen, wie lange dieses Profil hält. Relativ weit aufgehebelt. Das Problem ist ja genau, das Ding musst du halt ran drücken. Warte mal, ich geh mal ein bisschen weiter ran, damit ich probiere den Kettenspanner auch mit ran zu drücken. Ist eigentlich egal, wie rum du den nutzt. Ja? Während wir den Mantel gewechselt haben, spricht uns ein freundlicher Finne an und zeigt uns, wo man ganz in der Nähe zelten kann. Und wir beschließen, auf unserem neuen Mantel dorthin zu fahren. Nachdem wir die letzten Tage nur auf Achse gewesen sind, entschließen wir uns, 3 Tage an diesem wunderschönen See zu bleiben. Schließlich ist das hier auch sowas wie Urlaub. So, also wir haben an dem See jetzt hier wieder zusammengepackt und haben erstens die Schwinge jetzt wieder gerade gebogen und zweitens, ja, machen wir gerade mit einer Hanse-Tape-Rolle nochmal den Seitenwagen hier ein bisschen ordentlich, wie man sieht. Und wir haben nochmal den Schwimmer ausgebaut, weil der nicht so richtig gelaufen ist und da ist uns aufgefallen, ja, dass die eine Schwimmerkammer einfach abgebrochen ist. Jetzt bauen wir halt aus dem anderen Vergaser den Schwimmer einfach aus und bauen den hier ein. Also wir haben hier am See gechillt und wir haben jetzt halt unsere ganzen Sachen zusammengepackt. Und dann ist es einfach aufgefallen, dass uns irgendein menschlicher Abschaum, also ich weiß nicht, wie man das wirklich, wie man nur so untermenschlich sein kann, wirklich.
wenn ich den Mensch sehen würde, Digga, ich würde ihm einfach die Fresse blau schlagen, so. Ich meine, wir haben ja auf die Tour alles, was so recht relevant war, mitgenommen, so. Und die Karren sehen jetzt wirklich nicht so aus, als hätten wir so Sachen im Überfluss, ne? Also, vor allem, wenn man den Beiwagen ansieht. Aber hat uns einfach unseren scheiß Akkuschrauber und unsere 2 Makita-Akkus einfach hier aus dem Ding rausgeklaut, während wir jetzt hier, ja, an diesem See waren. Hier waren halt immer Leute da, so. Der wirklich kann. Jetzt können wir nicht mehr die scheiß Luftdruckpumpe, Alter, benutzen. Ey, wirklich, wie man nur... Oh, ey, ich begreif's nicht. Wirklich, wie man so sein kann. Ich hoffe, der Typ verschluckt sich einfach an seinem scheiß Nutella-Brot und stirbt daran, Alter. Wirklich. Digga, er hat nichts Besseres verdient, wirklich. Der Makita-Akku hat mies Schläge. Ich wollte gerade sagen, und der explodiert ihm einfach. Oh, stimmt, wenn ihm einfach der Makita-Akku einfach mit dem Akkuschrauber einfach in der Hand explodiert und einfach sein halbe Visage einfach auseinander nimmt, Digga. Und er einfach jämmerlich im Krankenhaus. Solche Leute haben nur sowas verdient. Wirklich. Solche Scheiße in der Umgebung. Dass wir ab jetzt auf unsere Makita-Geräte verzichten müssen, ist schmerzhaft. Jedoch gibt es weitaus dringendere Probleme. Wir haben zwar einen neuen Mantel, aber auch das Seitenwagenrad hat kein Profil mehr. Und so ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Ersatz brauchen. Jedoch ist das Finden eines neuen 16 Zoll Mantels quasi unmöglich, weil niemand in diesem Land einen Mantel dieser Größe fährt. Wir setzen unsere Fahrt bei wunderschönem Wetter fort. Doch nach nicht einmal 100 Kilometern fängt das Seitenwagenrad an, beim Fahren Speichen zu verlieren. Und wir sind gezwungen anzuhalten. Wir sind jetzt irgendwo in Finnland und ja, mussten wieder anhalten, weil wir wieder sehr viele Speichen hier verloren haben, beziehungsweise teilweise die Köpfe einfach von den Speichen oben weg. Also das ist jetzt mehr als die Hälfte, der Rest ist alles hier, wie man sieht, arschlocker wie Sau. Deswegen war da auch so eine mächtige Acht, dass das ganze Schutzblech hier viel auseinandergeflogen ist. Ja, hier war noch eine Speiche in den, ja, zwischen den Bremsbacken war noch eine Speiche. Und ja, jetzt gucken wir, ob wir hier in der Nähe einen Motorradshop finden. Also beziehungsweise hier gibt es in der Nähe einen. Das hat uns der schon gesagt, wo wir den Mantel her haben. Den Crossmantel. Der hat uns quasi hier schon was aufgeschrieben. Und wir hoffen jetzt, dass wir quasi so ein Rad oder irgend sowas kriegen, damit wir ja, das vernünftig reparieren können. Wenn nicht, müssen wir irgendwie improvisieren. Was wir eigentlich eher am besten können. So, wie ihr sehen könnt, chillen wir in einem wunderschönen Park. Ich hoffe, die Finnen finden das genauso witzig wie wir. Einfach mitten in deren Großstadt in so einem Park zu chillen. Wir haben hier das Camp aufgebaut und ja, hier werden wir bis morgen früh schlafen. Und Ron ist scheißen gegangen bei Mc's und um Lucifer runterzuladen. Ja. Wir sind jetzt ja, quasi in derselben Stadt, wo wir gestern noch waren. Nur halt jetzt bei dem Motorradladen hier und gucken, dass sie da jetzt ja, vernünftige Ersatzteile bekommen. Also langsam wird es ein bisschen, ja, also wir haben jetzt statt dem Crossreifen hier eine richtige Felge drauf, weil der rasant abgenommen hat, weil wir jetzt halt über Autobahn gefahren sind. Haben wir uns auf die gesunde Felge noch ja, einen ordentlichen Mantel ziehen lassen. Nur bei der Felge sind jetzt hier noch mehr Speichen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, mindestens 12 Speichen fehlen hier und der Rest hier ist auch nicht mehr so richtig. Wir brauchen jetzt halt hier eine Ersatzfelge. Und niemand hat halt so richtige Ersatzfelgen hier, weil die einfach, ja, zu alt sind und die alle schon teilweise Gussfelgen fahren. Gucken wir halt, ob es irgendwie ja, einen finnischen eBay Kleinanzeigen oder sowas gibt. Ja, also wir hatten sehr, sehr großes Glück, muss man sagen, weil ja, wir haben jemanden getroffen, beziehungsweise die von dem Einkaufsladen kannten, beziehungsweise haben rumgefragt und kannten einen, der ja einfach ja, alte BMWs hat und eine Avo. Also er hat noch ganz viele BMWs und ist halt restauriert hier. Hat auch ja, Wartburg. Ganz viel, irgendwie 10 Stück oder so hat er gesagt. Davon stehen 3 hier. Hier hinten stehen noch ein paar IFAs und so. Und auf jeden Fall ja, hatte der zum einen ja, das neue Rad für uns. Und ja, der ist gerade auch noch mit unserem anderen Rad weg, was wir hatten ja schon beziehen lassen, aber mit einem ja, anderen Reifen von den Motorrädern von hier. Und er hat gesagt, ja, nee, das machen wir auch neu und so. Und die beziehen gerade noch das Hinterrad. Das Vorderrad haben wir nochmal geschaut, ob da irgendwie Speichen rausgebrochen sind, aber da ist auch noch alles in Ordnung. Und ja, er hat uns auch nochmal einen Blinker gegeben, weil der ja hier abgebrochen war. Und ja, das andere Rad, gut, das hat sich erledigt. Da werden wir jetzt halt mitnehmen nochmal für Ersatzspeichen, falls ja, uns wieder sowas passiert. Und ja, der Prä ist einfach mies korrekt. Richtig geil. Wirklich, der hat uns alles was wir ja, gebraucht haben, hat er uns gegeben. Gut ist wirklich der einzige, also der hat einen Freund aus Deutschland. Und der aus Deutschland hat gesagt, das ist der einzige wirklich, der ja, in Finnland sowas hat. Also da haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel Glück gehabt, dass wir ja, von dem noch was bekommen haben. Also beziehungsweise dass wir den getroffen haben. Ja. Und da wird jetzt nochmal einkaufen gefahren und der hat auch gesagt, ja, wir dürfen hier bei ihm schlafen im Garten, dürfen das Zelt aufbauen und ja, dann werden wir wahrscheinlich morgen weiterfahren und hoffentlich endlich mal wieder ein bisschen schneller. Das andere Rad ist jetzt auch wieder drin. Wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Jetzt haben wir hier auch wieder ein ordentliches Rad drin. Und jetzt muss ich sagen, hier ist jetzt kein 8 mehr drin. Drüben haben wir jetzt ein neues Rad und vorne, gut, das verbraucht eh wenig. Also jetzt könnte es sogar relativ gut bergauf gehen. Wir haben jetzt hier schon den Seitengepäckträger wieder dran. So, ich hatte ja gesagt, dass der Prä ganz viele Motorräder hat. Ja. Der Prä hat geisteskrank viel Zeug. Mann, das ist hier das schöne Schrauberparadies. Die ganzen BMWs hier. Ist ja richtiger Profi. Das ist geisteskrank. Und drüben hat er auch noch was drin. Hier hat er auch noch was rumstehen. Das ist geisteskrank. Genau, und hier drüben steht noch eine Avo. Das ist richtig geil. So. Ja, also wir haben euch hier erzählt, dass wir... Quatsch, ich habe eigentlich nur erzählt, ja, dass wir jetzt die ganzen Motorräder repariert haben und bei dem Dude, wo wir jetzt ja, waren, der uns ja, die ganzen Teile geliefert hat und quasi eigentlich alles wieder organisiert hat, dass wir das reparieren können, hat zufälligerweise neben seinem Haus noch ein Gästehaus. Und da dürfen wir heute Nacht pennen. Er hat einfach auf ganz entspannt gesagt, ja, hier. Und dann hat einfach seine ganze Frau, seine Frau, die ganze... Also Finn haben ja auch eine halbe Frau. Scheiß drauf. Ja, also wirklich, boah. Also ich muss sagen, da haben wir schon echt ein bisschen Glück gehabt. Das ist ja ein bisschen viel. An dieser Stelle möchte ich noch einmal Danke sagen. Danke an Piotr und seine Familie und Freunde. Ohne euch hätten wir unsere Tour so nicht geschafft.